Stell dir vor, ein Unternehmen braucht Geld. Es hat zwei Möglichkeiten. Es kann sich Geld leihen oder Anteile am Unternehmen verkaufen. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Anleihen und Aktien, zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Beginnen wir mit Aktien. Wenn du eine Aktie kaufst, wirst du zum Miteigentümer des Unternehmens. Du besitzt einen kleinen Teil, bei großen Konzernen vielleicht nur einen winzigen Bruchteil. Aber rechtlich gesehen bist du Teilhaber. Das nennt man Eigenkapital. Was bedeutet das konkret? Als Aktionär hast du drei wichtige Rechte und Eigenschaften. Erstens, du partizipierst am Erfolg des Unternehmens. Steigt der Wert des Unternehmens, steigt auch der Wert deiner Aktie. Die Rendite ist theoretisch unbegrenzt. Ein Beispiel. Hättest du 1997 Amazon-Aktien für 1000 Euro gekauft, wären diese heute mehrere Millionen Euro wert. Zweitens, du erhältst möglicherweise Dividenden, eine Gewinnbeteiligung, die das Unternehmen ausschüttet. Aber Achtung, das ist kein Rechtsanspruch. Macht das Unternehmen Verluste oder will es das Geld reinvestieren, gibt es keine Dividende. Drittens, du trägst das volle Risiko. Geht das Unternehmen pleite, ist dein Investment in der Regel komplett verloren. Als Eigenkapitalgeber stehst du in der Insolvenz ganz hinten in der Schlange. Ganz anders ist es bei Anleihen. Hier wirst du zum Gläubiger, zum Kreditgeber des Unternehmens oder des Staates. Das Unternehmen leiht sich dein Geld für eine bestimmte Zeit und verspricht dir im Gegenzug feste Zinszahlungen und der Rückzahlung am Ende der Laufzeit. Zunächst einmal hast du hier einen Rechtsanspruch auf Zinszahlung und Rückzahlung. Das Unternehmen ist vertraglich verpflichtet, dir dein Geld zurückzugeben, unabhängig davon, ob es Gewinne macht oder nicht. Zudem ist deine Rendite begrenzt. Du bekommst genau die vereinbarten Zinsen und nicht mehr. Wenn das Unternehmen enorm erfolgreich wird, profitierst du nicht davon und du bekommst trotzdem nur deine 3% pro Jahr. Weiterhin wirst du im Insolvenzfall bevorzugt behandelt. Anleihegläubiger werden vor Aktionären ausgezahlt. Das Risiko eines Totalverlusts ist also geringer, wenn auch nicht komplett ausgeschlossen. Schauen wir uns mal die Volkswagen AG als konkretes Beispiel an. Du kannst entweder VW-Aktien kaufen oder VW-Anleihen. Mit der Aktie bist du Miteigentümer, du profitierst von steigenden Kursen, erhältst vielleicht Dividenden, trägst aber das volle Unternehmensrisiko. In guten Jahren kann deine Rendite 130% oder mehr betragen, in schlechten Jahren kannst du über 70% verlieren. Mit der Anleihe bist du Kreditgeber. Du erhältst beispielsweise 4% Zinsen pro Jahr, egal wie es VW geht. Nach 10 Jahren bekommst du dein Geld zurück, vorausgesetzt VW meldet keinen Konkurs an. Deine Rendite ist planbar, aber begrenzt. Für Unternehmen hat diese Entscheidung große Konsequenzen. Eigenkapital durch Aktien bedeutet keine Rückzahlungsverpflichtungen und keine garantierten Dividenden. Das schafft Flexibilität, verwässert aber die Eigentumsverhältnisse der bestehenden Aktionäre. Fremdkapital durch Anleihen bedeutet feste Zinsverpflichtungen und Rückzahlungstermine. Der Vorteil bei Anleihen: hier investieren zusätzlich konservative Anleger, da die Rendite planbar ist. Fazit: Aktien machen dich zum Miteigentümer mit unbegrenzten Chancen, aber auch hohen Risiken. Gerade aufgrund der unbegrenzten Chancen sind Aktien allgemein viel beliebter als Anleihen. Was die meisten Anleger jedoch nicht bedenken: viele Aktien bleiben über Jahrzehnte preislich unverändert oder sinken für lange Zeit stark. Das heißt, der Anleger schaut nach 10 Jahren auf sein Konto und es hat sich wenig verändert. Bei Anleihen sieht es ganz anders aus. Anleihen machen dich zum Gläubiger mit planbaren, aber begrenzten Erträgen. Mit entsprechender Erfahrung sind 6 bis 7% Rendite pro Jahr durchaus möglich. Im Idealfall erhält der Anleger über 10 Jahre 60 bis 70% Zinsen ausgezahlt. Der Aktionär hingegen schaut nach 10 Jahren auf sein Konto und sieht häufig nicht diese Rendite. Dennoch setzt die Mehrheit der Anleger auf Aktien, da sie durch einige wenige hochperformante Aktien beflügelt werden. Oft wird dabei auf Amazon, Nvidia oder Netflix verwiesen, welche insgesamt aber eher die Ausnahme als die Norm darstellen.